And then we have Mr. Congeniality, Elon Musk, who's been lying low as of late and reportedly wants to get out of Doge. Musk says he will dial back his work with the government so that he can spend more time with all 10 of his families. Elon Musk hat gerade erupted, nachdem Jimmy Kimmel ihn in einer rücksichtslosen Live-TV-Demontage, die das Publikum sprachlos machte, niedergemacht hat. Was Kimmel sagte, brachte das ganze Studio zum Brüllen, während Musk, der aus der Ferne zusah, alles andere als amüsiert war. War Kimmels Braten gerechtfertigt oder ist er zu weit gegangen? Kommentieren Sie 1 für Ja, er hat es verdient. Oder 0 für Nein, er hat die Grenze überschritten. Und jetzt schnallt euch an, denn was dann passierte, könnte Elons bisher größter PR-Albtraum sein. Jimmy Kimmel kam mit einem komödiantischen Messer und schnitt Elon Musks Illusion auf, als wäre sie ein alter Truthahn zu Thanksgiving. Dies geschah genau zu dem Zeitpunkt, als Musk glaubte, er könne eine weitere Woche mit Tweets durchstehen, die von seinem Ego und seinem Kauderwelsch mit Mars-Geschmack angetrieben wurden. Nach nur einem Witz erlitt Musk in den sozialen Medien einen Zusammenbruch, der seinen normalen Aufruhr wie eine Yogakur aussehen ließ. Musks Wutanfall war ein komplettes und totales Desaster. Sie wurden von Kimmel nicht ausgelacht. Im nationalen Fernsehen überschüttete er ihn mit einem selbstgefälligen Lächeln und zeigte keine Gnade. Als er ihn marinierte, langsam bratete und dann flambierte. In dem Bemühen, sein sich verschlechterndes öffentliches Image zu retten, benahm sich Elon im Internet wie ein Kind und hämmerte auf den Twitter-Button ein, als wäre er der Startschlüssel. Reportedly wants to get out of Doge. Musk says he will dial back his work with the government so that he can spend more time with all 10 of his families. People forget, Elon, he can't spend all his time in Washington. He has a company to run to the ground. In the first 3 months of this year, Tesla's profits have fallen 71%, which I guess is what happens when your CEO turns into white Kanye before your eyes. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Elon Musk einfach nur versuchte, Flammenwerfer zu vermarkten? Als wären sie Küchengeräte? Als die Dinge noch weniger kompliziert waren. Jetzt ist er derjenige, der Autos in den Weltraum schießt, Social-Media-Plattformen kauft, als wären sie bei Target im Angebot, und mit Late-Night-Comedians konkurriert, als wäre er die Hauptfigur in einer Soap-Serie namens Bold and the Billionaire. Ihm wurde soeben ein 5-Gänge-Menü serviert, bestehend aus Demutskuchen mit einer Prise Late-Night-Giftigkeit. Können Sie erraten, wer ihn bedient hat? Meine Güte, Kimmel. Does anybody go, Elon, maybe for yourself, but selling a flamethrower, the liabilities, all the people you're selling this device to, what kind of unhinged people are going to be buying a flamethrower in the first place? Do we really want to connect ourselves to all these potential arsonists? Yeah, it's a terrible idea. Terrible. Shouldn't buy one. I said don't buy this flamethrower. Don't buy it. Don't buy it. Wartet mal kurz. Gefällt dir das Video? Dann lass es uns offiziell machen. Drück den Abo-Button und bleib dran für weitere spannende Inhalte. Denn das Beste kommt erst noch. Doch nun zurück zum Video. Ja, Jimmy Kimmel. Das ist Amerikas sarkastischer Onkel, der ein Live-Publikum im Studio hat und keinerlei Sympathie für Tech-Bros hat, die glauben, dass das Teilen von Memes sie zu revolutionären Denkern macht. Es geht nicht nur darum, dass Kimmel eine abfällige Bemerkung über Musk gemacht hat. Denn wenn ein Late-Night-Moderator beschließt, dass er genug von deinen Twitter-Wutanfällen und deiner Midlife-Crisis im Weltraum hat, dann kannst du davon ausgehen, dass die Witze heißer sind als eine Tesla-Batterie in Arizona. Er hat ihn so hart mit Sarkasmus getroffen, dass die SpaceX-Satelliten kurzzeitig offline gingen. Das liegt daran, dass er ihn so hart mit Sarkasmus getroffen hat. At the White House this morning, Elon Musk brought a few of his kids to work. Not all of them. He's brought them to meet President Trump. See, that's what happens when you get them wet. They multiply. You know, there's been Gehen wir also zum Szenario über. In voller Ich bin schlauer als die Regierung-Mentalität verhält sich Elon weiterhin so, wie er es normalerweise tut. Etwas im Internet veröffentlicht, das unverschämt selbstherrlich ist. Eine Idee, die nur am Rande mit einem Gedanken zu tun hat. Entweder ging es darum, wie künstliche Intelligenz die Welt erobert, oder darum,
wie er persönlich die Redefreiheit mit einem Ego-Trip nach dem anderen rettet. Was auch immer es war, es wies alle Merkmale auf, die für Musk charakteristisch sind. Es war übermütig, es war nicht ausgereift und es war sicher, dass es zu einer Schwankung des Aktienkurses führen würde. Our goal is to reduce the deficit by $1 trillion. From a nominal deficit of $2 trillion to try to cut the deficit in half to $1 trillion, or looked at it in total federal spending to drop the federal spending from $7 trillion to $6 trillion. We want to reduce the spending by eliminating waste and fraud, reduce the spending by 15%, which seems really quite achievable. The government is not efficient. Hier kommt Jimmy Kimmel, der sich das digitale Desaster, das Musk geschaffen hatte, ansah und fragte, „Das sind Sie, Dan?" mit einem Grinsen im Gesicht und der urkomischen Genauigkeit eines Chirurgen mit einem Groll. Demontierte er Elons gesamte Online-Persönlichkeit, als wäre sie ein Tesla-Autopilot, der versagt. I'm really not sure going back to Tesla is going to help anything at all. The reason Tesla is tanking is because people hate him and they don't want to buy his stuff. Him being back is not going to make it better. What he needs to do is sell Tesla to someone more likable, like chlamydia or AIDS. Kimmel hat auf den Punkt gebracht. Wo soll er denken? Aber er war zu ängstlich, es laut auszusprechen. In einem Monolog, der so scharf war wie Elons Haaransatz. Nicht alle Witze waren erfolgreich. Es gab einen Krater. Ein Mann mit einer Rede und einem Budget für eine Pointe machte Elon Musk plötzlich hilflos. Musk ist ein Mann, der durch seine Investitionen Gehirnchips und Raketen finanzieren kann. Es war ein atemberaubender Anblick. Elons derzeitige Fixierung darauf, der selbsternannte Verfechter der freien Meinungsäußerung zu sein, war eine der großen Pointen, die Kimmel herausholte. Denn nichts schreit so sehr nach freier Meinungsäußerung wie das Verbot von Journalisten auf Twitter und die Drohung, Parody-Accounts zu verklagen. Kimmels Schlag war einer der wichtigsten Schläge. Eins ist richtig. Laut Elon, dem selbsternannten digitalen Messias, erschreckt es ihn, wenn Menschen seine Plattform nutzen, um Witze über ihn zu machen. Es scheint nämlich, dass Satire jetzt als ein hochwertiges Gut angesehen wird. The whole country is a fire festival right now, and Elon Musk is soaking the mattresses. It is so much worse than I think anyone imagined it might be. Elon and his Musketeers, you probably heard, they sent an email to all federal employees ordering them to list 5 things they did at work last week. Trump loved this idea. He said it was genius, and he said anyone who didn't respond to the email would be fired or semi-fired, which, what if that was his catchphrase on The Apprentice? Und Jimmy hat das nicht unbemerkt gelassen. Er hat den Unterschied zwischen Macht und Persönlichkeit nicht erkannt und sich deshalb über die Twitter-Regeln von Elon lustig gemacht. In einem sarkastischen Ton fragte er, wie es möglich sei, dass jemand intelligent genug sei, um ein Raumschiff zu bauen, aber emotional nicht in der Lage, mit einem Meme umzugehen. Außerdem haben sie ein gutes Argument. Du solltest besser lernen, wie man einen Scherz verträgt, ohne einen Zusammenbruch zu erleiden, bei dem ein Reality-TV-Star sagen würde, beruhige dich, Bruder. Wenn du das Internet kaufen willst, solltest du lernen, wie man es macht. Andererseits war Elons digitale Verwundbarkeit nicht das einzige, das verbrannt wurde. Kimmel hat Elons populärste Songs in ein Highlight-Reel von urkomischer Verwüstung verwandelt, was ein schreckliches Versehen ist. Lassen Sie uns über den berüchtigten Moment sprechen, der sich mit dem Tesla Cybertruck ereignete. Sie kennen den Vorfall, bei dem die zerbrechlichen Fenster schneller zerbrachen als Elons Ruf in der Öffentlichkeit. Kimmel erwähnte diesen Vorfall, als wäre er eine kostbare Urlaubserinnerung. Denn nichts deutet so sehr auf Innovation hin wie eine Produkteinführung, die in der Schande der Allgemeinheit endet. Er untersuchte auch Musks Versuch, Twitter in etwas Hippes umzubenennen. Denn angeblich war das große Ziel, den Namen des Unternehmens in etwas zu ändern, das an eine gescheiterte Party oder eine abgelaufene Energy-Drink-Marke erinnert. Die Umwandlung einer bekannten Marke in einen Buchstaben, der wie ein Piratenschluck aufklingt, ist zweifellos die glaubwürdigste Art, die Botschaft zu vermitteln. Wenn Sie grandiose Ideen haben, brauchen Sie keine Vokale in Ihrem Wortschatz. Like this weekend, a young guy came up to me, very nice guy. He said, "You got no love for Elon, bro?" And I was like, I said, "No, I don't, but it's not just Elon specifically. I have a problem with any richest man in the world
who comes to this country to casually slander a doctor who devoted his entire life to protecting our children from HIV and COVID and Zika and swine flu and Ebola disease while you're off playing grab ass with Trump and firing rockets into space to prove your penis works. It's just a general... Kimmel machte sich sogar über Elons Fanboy-Kampagne für eine harte Arbeitskultur lustig, in der die Mitarbeiter unter den Schreibtischen schlafen müssen, während Elon Vaterwitze twittert und Parfüm mit dem Namen verbranntes Haar verkauft. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es am modernen Arbeitsplatz keine unbezahlten Überstunden und keine Duftstreifen gibt, beides wesentliche Bestandteile. Wie reagiert Elon darauf? Tragisch, wie nicht anders zu erwarten war, als wäre er ein Teenager, der gerade Hausarrest bekommen hat, ging der reichste Mann der Welt, der sich buchstäblich in einen Haufen Rubine weinen könnte, stattdessen zu Twitter wie jeder andere Teenager. Fast so schnell, wie man meinen könnte, dass er seine Emotionen zu regulieren vermochte, postete er Defensive-Beiträge. Jeder einzelne von ihnen war von der gleichen Intensität durchdrungen, die jemand erlebt, der gerade einen Streit im Kommentarbereich seines eigenen Artikels verloren hatte. Er erklärte, dass die Witze nicht fair seien. Er erklärte, dass Kimmel nicht relevant sei. Es ist auch möglich, dass er damit droht, eine neue Anwendung zu erstellen, um ihn loszuwerden. Es gibt keinen besseren Weg, um zu zeigen, dass man völlig desinteressiert ist, als einen technischen Kreuzzug wegen eines Late-Night-Singers zu beginnen. Es wird berichtet, dass Elon eine Zeit lang sogar auf Latein getwittert hat, als wäre er ein Debattierschüler, der gerade Google Translate entdeckt hat. Könnte es sein, dass dies der Visionär ist, der uns zum Mars führt? Denn es sieht so aus, als würde er uns in diesem Moment direkt zu einer Gruppentherapie leiten. Elon Musk is the subject of an investigative report into his harem of baby mamas. The Wall Street Journal, of all places, published a bonkers account of Musk's efforts to seed the world in his own image. The story said he's been using his social media platform to recruit women to carry his children, and then he buys their silence with multi-million-dollar non-disclosure agreements. Who said romance is dead? You know? In the past that he believes declining birth rates are the greatest threat to humanity, which I'm not sure what planet Elon lives on. This one seems full to me. You ever go to Costco on a Saturday? Ever try to get out of the parking lot at Dodger Stadium? I think we're good on people. Musk reportedly told one woman when she was pregnant with his child that he needed to start making babies with. Als Kimmel jedoch über Elons Versuch lachte, den Humor abzuschalten, war das der Moment, der das wahre komische Gold offenbarte. Als ob eine Person, die ihr Kind nach einem Passwort für ein drahtloses Netzwerk benennt, die ultimative Autorität dafür sein sollte, was ein humorvoller Kommentar ist. Kimmel machte alle sanft darauf aufmerksam, dass Elon nicht immer so dramatisch war. Es gab eine Zeit, da war er nichts weiter als ein Mensch, der von Solarpanelen fantasierte. Jetzt ist er um 3 Uhr nachts hier draußen und kämpft mit blau karierten Nobodies, während er gleichzeitig humorvolle Menschen beleidigt. Eher ein erzählerischer Schock in der Mitte der Staffel, der furchtbar schief gelaufen ist, als eine Charakterentwicklung. Elons letzter Versuch, cool zu wirken, ist etwas, das man nicht vergessen sollte. Das merkt man in jedem Tweet, Danner Sennett, in dem er versucht zu suggerieren, dass er der beste 14-Jährige im Internet ist. Aber es stimmt nie ganz. Die Erfahrung ist so, als würde man seinen Vater auf einer Hochzeit tupfen sehen, was theoretisch denkbar, aber allgemein erschütternd ist. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich um einen wöchentlichen Beitrag handelte, machte sich Kimmel einen Spaß daraus. Elons Antwort auf die Frage, wie machst du das mit der Energie der Kinder? Zu kritisieren. Sogar Tesla wurde in diesen Zirkus hineingezogen. Denn wie man sieht, sind Elons Prioritäten ein wenig anders als die der anderen. Plötzlich fängt er an, Anime-Memes und Journalisten zu twittern. Und im nächsten Moment ist er dabei, die Energiebranche umzugestalten. Währenddessen sind die Autos hier drüben und kollidieren versehentlich mit Einsatzfahrzeugen. Aber lassen Sie uns unsere Diskussion über das Recht auf freie Meinungsäußerung fortsetzen. It is believed that Elon has fathered at least 14 children, and based on this photograph, he may have given birth to them too. He's carrying a few around in his pouch like a kangaroo. Sources told the Journal they believe there could be more mini Musks out there, many more mini Musks. You've heard of Alien versus Predator? Elon might be both of them. He has stated in the past that
Darüber hinaus machte Kimmel auf köstliche Weise auf Musks ungesunde Besessenheit von selbstgeschaffenem Hype aufmerksam. Erinnern Sie sich noch daran, wie Elon versprochen hat, für 6 Milliarden Dollar und 0 Cent den Hunger in der Welt zu beenden, aber sein Versprechen nie eingelöst hat? Jimmy machte das Publikum darauf aufmerksam, dass das heroische Versprechen so schnell verschwunden war wie die Lieferung ihrer Uber Eats während eines Regenschauers. Denn zu behaupten, man würde die Welt retten und dann überhaupt nichts zu tun, um ihr zu helfen, ist für einen Milliardär der Gipfel der Performancekunst. Eines der Gesprächsthemen war Neuralink, Musks Startup für Gehirnchips. Kimmel bemerkte, dass Elon, wenn er die Welt wirklich verbessern will, damit beginnen sollte, seinen eigenen Prozessorchip zu verbessern. Denn nichts ist so geeignet, sie davon zu überzeugen, mir ihr Gehirn anzuvertrauen. Wie ein Mann, der sich jedes Mal in Rage redet, wenn sich jemand über seinen Haaransatz lustig macht. In dem Moment, in dem er glaubte, dass Kimmel nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen könnte, zog er den Vergleich zwischen Elons öffentlicher Spirale und dem Bösewichtbogen einer Reality-Show. Sie kennen den Typus. Am Anfang ist er ganz nett, aber am Ende wird er mit jedem streitbar und gibt den Produzenten die Schuld. Die Tech-Industrie beginnt, Elon als ihre Antwort auf diese Person zu betrachten. Der einzige Unterschied ist, dass er nicht durch eine Abstimmung von der Insel geschickt wird, sondern die Insel kauft, sie in X umbenennt und alle ausschließt, die nicht seiner Meinung sind. Was den Artikel angeht, hier ist er. Kimmel hatte nicht deshalb Erfolg, weil er bösartig war, sondern weil er schmerzlich wahrhaftig war. Als Parodie des Visionärs, für den sich Elon Musk einst ausgab, ist Musk zu einer Karikatur seiner selbst geworden. Er hatte die Möglichkeit, den Witz anzunehmen, darüber zu lachen und vielleicht sogar mit ein paar selbstironischen Sätzen zu antworten. Aber er hat es nicht getan. Er schien es sich zu Herzen zu nehmen. Ich meine, auf einer wirklich intimen Ebene. Nach Mitternacht ruft Like persönlich seine PR-Mitarbeiter an. Childish behavior at the White House as of late. Axios said Elon Musk had an expletive-filled chest-to-chest shouting match outside the Oval Office with Treasury Secretary Scott Bessent over who would run the IRS. Bessent reportedly confronted Musk in the hallway of the West Wing and, quote, the F-bombs started to fly, or at least that's what Pete Hegseth texted his wife and brother. Man muss verstehen, dass Musk trotz all seiner sogenannten visionären Reden, seiner großen Ideen zur Besiedlung des Mars, zur Rettung der Welt mit Elektroautos und zur Verwandlung von Twitter in ein undurchdringliches Utopia der freien Meinungsäußerung keinen einzigen Witz versteht. Und Kimmel war in der Lage, direkt zu erkennen, wie brüchig dieses Ego ist. Das ist der Grund, warum die Leute gerne auf Elon losgehen. Er ist in jeder Hinsicht ein gewaltiger Widerspruch im Wandel. Einerseits hat Musk das Ziel, der nächste Steve Jobs zu sein und ganze Branchen zu verändern. Er will dafür anerkannt werden. Andererseits ist er ein gebildeter Erwachsener, der seinem Frust auf Twitter Luft macht, wenn eine Late-Night-Show einen Witz macht, der auf ihn gemünzt ist. Einem Mann zuzusehen, der versucht, Schach zu spielen, während er noch lernt, sich die Schuhe zu binden, ist wie einem Mann zuzusehen, der versucht, Schach zu spielen. Kimmel machte insbesondere auf die Tatsache aufmerksam, dass Elon Musks Verhältnis zur freien Meinungsäußerung sich zu einem Albtraum entwickelt hat, der extrem eingeschränkt ist, was Musk wirklich ins Trudeln gebracht hat. Es ist so lächerlich, dass es fast schon lyrische Züge hat. Musk hat Twitter mit der Absicht gekauft, das Recht auf freie Meinungsäußerung wiederherzustellen. Andererseits wird dieses Recht auf freie Meinungsäußerung sofort verletzt, sobald ihn jemand in irgendeiner Form kritisiert. Er hat einen Twitter-Account, der sich wie eine Highschool-Abschlussballkönigin verhält, die bereit ist, jeden zu beweihräuchern, der es wagt, des Kaisers neue Kleider zu zeigen, aber auch schnell wieder löscht. Er ist ein Twitter-Nutzer. Diese Heuchelei wird von Kimmel jedoch nicht toleriert. Of course, Elon Musk is a great believer in free speech as long as it isn't critical of him in any way. That's one of the things he and Trump have in common. Trump right now is suing 60 Minutes and CBS because he didn't like the way they edited an interview with Kamala Harris. Der gesamte Twitter-Feed von Musk verwandelte sich in eine Theateraufführung der Selbstviktimisierung. Und Kimmel sorgte dafür, dass das Publikum jede einzelne Minute davon mitbekam. Das Ergebnis? Ein Millionär, der glaubte, mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umgehen zu können, der aber plötzlich feststellte, dass er nicht einmal einen Late-Night-Witz vertragen konnte.
Jeder einzelne Tweet, den Musk nach Kimmels Röstung absetzte, stellte ihn als verwöhnten Bengel dar, der sich darüber aufregt, dass er nicht seinen Willen bekommt. Ein paar Witze über seine Weltraumambitionen waren zu viel für den Mann, der es einst wagte, die Menschheit zum Mars zu bringen. Er konnte nicht einmal selbst mit ihnen umgehen. Ich sage euch, meine Freunde, hier liegt das komische Gold. Aber das Spannendste ist, dass Musk nicht der Einzige war, den Kimmel verspottete. Er arrangierte alles so, dass es wie ein gesellschaftlicher Kommentar auf den Irrsinn der Unbesiegbarkeitsfixierung im Silicon Valley wirkte. Die Person, die einen Beruf daraus gemacht hat, sich mit nichts anderem als einem Mikrofon und einem schnellen Witz über alle lustig zu machen, diente Musk. Dem technologischen Genie als Quelle der Demut, während Musk da draußen versucht, Welten zu erschaffen, zerstört. Kimmel geschickt die Welt, die Musk für sich errichtet hat. Und was ist Musks Reaktion? Nichts weniger als ein katastrophales Ereignis. Er schien von der Schelte nicht unbeeindruckt zu sein. Er zeigte nicht einmal eine Spur von Selbsterkenntnis, geschweige denn, dass er über den Witz gelacht hätte. Stattdessen griff er auf seine typischen defensiven und infantilen Ausbrüche zurück und überschwemmte seine Fans mit gereizten Tiraden und passiv-aggressiven Äußerungen. Diesem Millionär dabei zuzusehen, wie er sich aufplustert wie ein 15-Jähriger, der auf einem Machttrip zu viel Koffein-Intus hat, war fast zu viel. Aber es war genau das, was Kimmel wollte. Musk spielte einfach mit. Und das war eine schöne Mischung aus Humor und Realismus, die er erreicht hatte. I haven't exactly seen Elon Musk or Donald Trump or Donnie Jr. correcting them and saying, oh my goodness, now that we read the facts of the story, certainly we feel terrible that we spread these vicious lies around and we retract them and apologize to the Pelosi family. No, you will never... Es scheint, dass Kimmel Elon Musk am Ende nicht nur lächerlich gemacht hat. Enthüllte er die neuen Kleider, die der Kaiser trug. Damit soll der Welt gezeigt werden, dass sich hinter dem glänzenden Äußeren von Tesla und SpaceX ein Mann verbirgt, der genauso zerbrechlich ist wie der Rest von uns. Vielleicht ist er sogar noch zerbrechlicher. Es ist offensichtlich, dass Musk dem Druck eines Late-Night-Witzes nicht gewachsen ist, obwohl er vielleicht alles Geld der Welt hat. Das ist, um ehrlich zu sein, die lustigste Pointe von allen. Was denken Sie? Sollte Elon mit Klasse reagieren und es ignorieren oder noch härter zurückschlagen? Kommentiere unten. Drücke den Like-Button und vergiss nicht, Subscribe zu drücken, damit du keinen Moment dieser laufenden Fehde verpasst.